Ich begrüße dich auf meinem Kanal. Mein Name ist Inga Wingirova. Ich arbeite als vedische, astrologische, numerologische Beraterin, auch psychologische Beraterin, auch sehr effektiv und lösungsorientiert. Aber das Wichtigste ist für mich, dieses alte vedische Wissen weiterzugeben. Heute sprechen wir über Energiequellen, welche wir anhand von einem Geburtsdatum berechnen können. Ist das nicht spannend? Für diese Berechnung brauchen wir das Geburtsdatum eines Menschen, um zu schauen, wie und woher bekommt ein Mensch neue Energie, neue Inspiration, neue Kraft zum Leben. Die Berechnung ist ganz einfach. Ich zeige dir, wie wir das berechnen. Um diese Berechnung zu machen, nehmen wir erstmals das Geburtsdatum einer Person. Dieses habe ich schon vorbereitet, 10. Dezember 1963 als Beispiel. Wir brauchen für unsere Berechnung nur das Geburtsjahr. Wir addieren alle Zahlen im Geburtsjahr. 1 plus 9 plus 6 plus 3 und bekommen die Zahl 10. Für diese Berechnung brauchen wir eine Zahl, die nicht größer ist als die Zahl 9. Dadurch, dass die Zahl 10 größer ist als die Zahl 9, addieren wir die Zahlen zusätzlich. 1 plus 0 und wir bekommen eine einstellige Zahl, die wir brauchen. Wir brauchen eine einstellige Zahl. Das ist die Zahl 1. Und im zweiten Schritt ziehen wir von der Zahl 1 die Zahl 2. 1 minus 2. 2 ist eine Konstante, gilt für alle und bekommen in diesem Falle sogar eine Zahl mit einem Minus. Das ist voll okay. Als Resultat bekommen wir bei dieser Berechnung Zahlen minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Und jetzt kommen wir zu den Bedeutungen. Was bedeuten diese Zahlen? Und wir fangen mit der Zahl, die wir gerade berechnet haben, mit der Zahl minus 1 an. Das bedeutet, nochmal, ich wiederhole das, wir addieren alle Zahlen im Geburtsdatum. Wenn die Zahl, die wir bekommen, größer ist als 9, also keine einstellige Zahl mehr ist, dann addieren wir diese Zahlen zusätzlich. Was wir hier gemacht haben, bekommen eine einstellige Zahl und von dieser Zahl ziehen wir die Zahl 2, das ist für alle, gilt für alle, ab. Und dieses Resultat ist die Antwort, wo bekomme ich mehr Energie? Was soll ich tun? Oder was ist meine Energiequelle? Und die erste Zahl, die wir jetzt betrachten werden, ist, wenn wir das Resultat bekommen, minus 1. 1 bedeutet im Vedischen Sonne. Wenn es ein Minus ist, das ist ein bisschen eine andere Bedeutung. Das heißt, der Mensch, der jetzt minus 1 bekommen hat als Resultat, braucht an seiner Seite einen Menschen, der viel Energie hat, charmant ist, positiv ist, gut drauf ist. Das heißt, für den Menschen mit der Zahl minus 1
ist ein Begleiter, ein Partner, ein Arbeitskollege, ein Freund, Freundin wichtig, der ihm diese Energie geben kann. Natürlich muss das eine positive, inspirierende Person sein. Andere Quelle für die Energie für diesen Menschen ist auch, besonders wenn es ihm nicht so gut geht, anderen Menschen zu helfen, andere Menschen zu loben, zu unterstützen, zu aufmuntern, inspirieren. Dann bekommt dieser Mensch selber Lebensenergie. Und die dritte Quelle für diesen Menschen gibt es auch, wenn der Mensch selber nicht im Schatten steht, denn auch seine Eins, seine Sonne muss leuchten können. Das heißt, wenn dieser Mensch selber eine Verantwortung übernimmt, irgendwo im Zentrum steht, auf der Bühne ist, etwas leitet, bekommt er von der Aufmerksamkeit dieser anderen Menschen auch seine Lebensenergie. Die nächste Zahl. Wenn du bei deiner Berechnung die Zahl 0 bekommen hast als Resultat. Hier sind mehrere Varianten möglich. Die Zahl 0 gibt uns Freiheit bei der Wahl der Quellen für die Kraft, für das Potenzial, für die Inspiration. Dennoch sagt die Zahl 0 hier, dass wir, wenn wir was Neues anfangen oder wenn neue Menschen in unser Leben kommen, wenn wir neue Ideen, neue Projekte haben oder gerade kurz davor sind, etwas Neues anzufangen, vielleicht einen Umzug zu machen, eine Arbeitsstelle zu wechseln. Oder natürlich, wenn wir eine neue Partnerschaft beginnen mit einem neuen Partner, dann bekommt dieser Mensch viel Energie auch. Auf jeden Fall, es kann aber passieren, dass wenn dieser Mensch in einer langjährigen Beziehung bleibt, die ihn nicht mehr nährt, die ihm keine Kraft mehr gibt, wenn diese Beziehung langweilig ist oder wenn so viele ungelöste Probleme in der Beziehung sind, dann kann passieren, dass dieser Mensch durch diese Beziehung Energie verlieren wird. Für diese Menschen, wie gesagt, ist eine frische Energie, eine gewisse Freiheit sehr, sehr wichtig. Die nächste Zahl, wenn du bei deiner Berechnung die Zahl 1 bekommen hast, die Zahl 1 steht im Vedischen für die Sonne selbst, für die Individualität, für eigene Kraft, für den Charme, für eigenes Licht. Das bedeutet, dass dieser Mensch seine Kraft entfalten kann oder seine Lebensenergie bekommt, wenn er irgendwo im Zentrum steht, wenn er bestimmte Verantwortung trägt, wenn er das Gefühl hat, ich tue etwas Wichtiges für die anderen. Ich bin wichtig, meine Mission ist wichtig. Das, was ich tue, macht einen Sinn. Menschen denken an mich, Menschen vielleicht bewundern mich. Die Sonne will bewundert werden. Und natürlich, indem dieser Mensch eine Verantwortung auf sich nimmt und diese Verantwortung trägt, dann bekommt dieser Mensch auch neue Energie. Die nächste Zahl, die Zahl 2. Wenn es bei deiner Berechnung die Zahl 2 rausgekommen ist, die Zahl 2 steht im Vedischen für den Planeten, der Mond. Die Zahl 2, zwei Menschen, zwei Lebewesen. Das bedeutet, dass wir in diesem Falle Energie aus unserer Umgebung schöpfen. Durch Kommunikation mit anderen Menschen. Dadurch, dass wir andere unterstützen, dass wir eigene Empathie zeigen. Aber natürlich auch Komfort, ein gemütliches Heim, eine Sicherheit, eine stressfreie Umgebung. Für diesen Menschen, wenn dieser Mensch seine Ressourcen auftanken möchte, ist wichtig, sich
in sein sauberes, sicheres Haus zurückziehen zu können. Und natürlich ist sehr wichtig, Kommunikation mit Familienangehörigen, mit der Mutter, mit der Schwester, mit dem Papa, ist egal. Hauptsache, diese Menschen sind liebevoll und geben ein Gefühl der Unterstützung und der Sicherheit. Und die Zahl 2 als die Zahl des Mondes sagt uns, dass das Wasser als Naturelement gibt diesen Menschen auch viel Kraft. Das heißt, sogar eine einfache Dusche würde diesen Menschen neue Energie geben. Natürlich, wenn dieser Mensch die Möglichkeit hat, in einem Ozean zu schwimmen, in einem Meer, in einem Fluss, in einem See, dann ist das noch stärker. Auch spazieren gehen, irgendwo da, wo es Wasser gibt. Ein Teich, einen kleinen Bach oder Hauptsache Wasser, würde diesem Menschen Energie geben. Die nächste Zahl, die Zahl 3. Die Zahl 3 steht im Vedischen für den Planeten Jupiter. Das ist ein Mensch, der Verantwortung tragen kann. Das ist ein Mensch oder der Planet, der gerne eine gewisse Wohltätigkeit macht, für die anderen da ist, andere unterstützt, andere beschützt. Und Energie bekommt dieser Mensch mit der Zahl 3, wenn er wirklich was Gutes tut für die anderen. Wenn er nach seinen moralischen Prinzipien lebt. Wenn er hinterfragt, was er tut. Wenn er wirklich durch seine Tätigkeit, durch sein Dasein die Welt in ein Gleichgewicht bringt, die Welt in eine innere Balance bringt, der Welt innere oder auch äußere moralische Werte gibt, dass die Welt nach diesen Gesetzen wieder in Ordnung, in der Harmonie weiter existieren kann. Wenn dieser Mensch mit der Masse mitschwimmt, ohne daran zu denken, ob das, was er tut, überhaupt einen Sinn macht oder vielleicht sogar gegen seinen moralischen Prinzipien verstößt, dann wird diesem Menschen Energie abgezogen. Auch ist wichtig für diesen Menschen, Menschen in seinem Leben zu haben, die gute Lehrer sind, im spirituellen Bereich oder gute Beispiele sind, gute Vorbilder sind. Und auch wichtig hier ist eine gute Beziehung zu der Familie, die Kommunikation mit den Familienmitgliedern, eine gewisse Gerechtigkeit im Leben. Die nächste Zahl, die Zahl 4. Die Zahl 4 ist dem Planet Rahu zugeordnet im Vedischen. Und Rahu gibt uns viele Illusionen, was die materielle Welt betrifft. Wenn es bei deiner Berechnung die Zahl 4 entstanden ist, dann bekommst du deine Energiequelle durch Illusionen. Illusionen im guten Sinne, das können Filme sein, das können interessante Bücher sein, alles was so Fantasie ist, Science Fiction oder zum Beispiel auch Kunst, Theaterspiel. So eine Welt, die nicht wirklich da ist, aber trotzdem existiert. Eine Welt, die eine Illusion, Fantasie oder so eine Wunschwelt, aber diese Bilder würden dir Energie geben. Und auch wichtig ist für dich, wenn du die Zahl 4 berechnet hast, auch Ordnung zu schaffen. Ordnung in deinem Haus, auf deinem Arbeitsplatz, denn Rahu tendiert zu diesem Chaos. Ordnung in deinem Kopf, Ordnung in deinem Leben würde dir Energie geben. Wenn dein Resultat die Zahl 5 ist, die Zahl 5 steht für den Planeten Merkur und bedeutet, dass die Energie durch Beschäftigung
fließt, indem du vieles tust, viel kommunizierst, Ziele setzt und durch Effektivität. Wenn du merkst, das, was ich tue, ist effektiv, es bringt mir etwas, ich habe meine Erfolge. Und besonders wenn du merkst, dass du gleichzeitig mehrere Projekte führen kannst, mehrere Dinge machen kannst und das alles miteinander sehr gut effektiv läuft, das würde dich weiter inspirieren, dir weiter Energie geben. Und natürlich steht der Merkur als Planet für die Kommunikation. Das heißt, Menschen, mit denen du kommunizierst, deine Umgebung, sind wichtig für dich. Schau, dass Menschen, mit denen du einen direkten Kontakt hast, dass die positiv sind, dass sie dich inspirieren. Mit dieser Zahl 5 musst du deine Umgebung tatsächlich sorgfältig prüfen, denn als Merkur, als Energiequelle, du nimmst Energie von jemandem, von deinen anderen Menschen, von deinen Arbeitskollegen, Partnern, Freunden und du gibst diese Energie weiter. Das ist wie ein durchgehender Posten. Deswegen ist für dich eine Energiequelle natürlich sehr wichtig, die Qualität von dieser Energiequelle. Schau, dass du eine positive Energiequelle, also positive Menschen und positive Taten, positive Erfolge bekommst. Die nächste Zahl, die Zahl 6, wenn es bei deiner Berechnung die Zahl 6 rausgekommen ist. Die Zahl 6 ist der Venus zugeordnet. Ist eine sehr, sehr schöne Energie. Und diese Zahl sagt uns, deine Kraft, deine Lebensenergie wirst du durch etwas finden, was schön, ästhetisch, kreativ ist, harmonisch. Das heißt, wenn du merkst, dass du zu wenig Energie hast, dann suche für dich eine Umgebung, ein Lokal, ein Restaurant, ein Café, eine Ausstellung und geh hin und tanke diese Bilder auf. Du brauchst diese schönen Bilder. Natürlich auch jede Art von Kunst, Malerei, Musik, Theater, da wo was Schönes ist. Die Venus ernährt sich viel über die Augen, braucht eine Schwingung der Ästhetik und des Überflusses. Gehe in die Orte, wo Menschen zufrieden sind, glücklich sind, wo es nicht so viele Mängel gibt. Und natürlich, die Venus steht auch für Frauen, das heißt, die Kommunikation mit Frauen würde dir Energie geben. An der ersten Stelle ist das auch deine Mutter, deine Schwester, eine gute Freundin und so weiter. Die Energie der Frauen würde dich mit der Zahl 6 stärken. Und die letzte Zahl, wenn es bei deiner Berechnung die Zahl 7 rausgekommen ist, das ist die Energie des Planeten Ketu. Ketu ist ein Planet der Vergangenheit, von einem Nebel. Wir haben manchmal Erinnerungen an unsere Vergangenheit, aber auch diese Erinnerungen sind nicht so klar. Das ist eher eine Vorahnung oder Ahnung, was gewesen sein könnte damals. Aber es ist alles sehr nebelig, sehr verschwommen. Und Ketu, die Zahl 7, sagt dir, genau da liegt deine Erholung. Erlaube dir Tage zu haben, in denen du nichts tust oder keine Pläne hast. Einfach etwas tust, was dir in den Sinne kommt. Du sagst, eigentlich muss ich nichts tun, aber ich könnte das und jenes tun. Und so eine ungeplante Beschäftigung würde dir Energie geben. Und auch alles, was natürlich ist, eine höhere Schwingung hat. Menschen, die eine höhere Schwingung haben, spirituelle Menschen und natürlich Tierwelt, Pflanzenwelt, Tiere, Pflanzen. Gehe spazieren irgendwo in der Natur.
hab Kontakt zu der Natur, zu dieser ganz natürlichen, höheren, göttlichen Schwingung. Und die Zahl 7 schöpft auch Energie aus spirituellen, mentalen Praktiken. Ketu hat keinen Kopf, das heißt, die Stärkung geschieht dadurch, dass wir den Körper und den Kopf verbinden. Alles, was mit Gedankenkraft zu tun hat, aber auch solche Praktiken wie Esoterik, Yoga, Gebet, aber auch Sport würde diese Energie dir geben, deine Lebensenergie. Meditation natürlich. Meditation, wie du mit deinen Gedanken umgehst. Stärke deine mentale und auch spirituelle Energie. Dann wirst du auch Energie für dein Leben bekommen. Ich hoffe, dieses Video hat dir ein bisschen was über dich selbst erzählt. Das war alle Informationen für heute. Und ich lade dich natürlich zu der Ausbildung in der vedischen Astrologie und Numerologie ein. Wir starten nächsten Montag schon. Sind die letzten Möglichkeiten, sich anzumelden. Wir verbringen 9 Monate zusammen, treffen uns jeden Montag und lernen alles, was du brauchst für dich, für deine Familie oder für jede Tätigkeit als Beraterin, egal in welchem Bereich. Anhand vom Horoskop wirst du in der Lage sein, den Gottesplan eines Menschen zu sehen, Herausforderungen und vieles, vieles mehr. Und vor allem auch für dich selber wird es klar, warum du hier auf der Erde bist. Ein Link für die Anmeldung ist unten und ich freue mich, wenn du dich anmeldest. Wir werden wunderbare 9 Monate miteinander verbringen und das wird dein Leben radikal verändern. Und natürlich, wenn du noch mein Buch nicht hast, dann kannst du das Buch auch bei mir bekommen, persönlich. Ich unterschreibe dann das Buch oder vielleicht ist es ein gutes Geschenk für jemanden, den du kennst. Mein Buch über Numerologie, also vedische Numerologie, gibt es in 3 Sprachen: Deutsch, Englisch und Spanisch. So, es ist ein wunderbares Geschenk an Menschen, die diese Sprachen sprechen. Ich verabschiede mich von dir. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Video. Deine Inga.